Ja, herzlich willkommen zu Elysea und einer Analyse Supermond und Mondfinsternis zur Geburt Buddhas. Mein Name ist Dr. Beatrix Haslinger und ich möchte hier die Analyse von Norbert Giso aufgreifen zu diesen Energien der aktuellen Zeit und möchte sie um Aspekte des Human Designs und der Energetik erweitern. Und habe euch dazu auch das Chart mitgebracht des Transits aus dem heutigen Human Design. Es ist ja um 13:13 Uhr gibt es eben einen Supermond und gleichzeitig eine Mondfinsternis. Und das zeigt sich wie folgt. Also wir haben ja, wenn wir jetzt anschauen, sowohl das Lebensenergiezentrum hier als auch das Ausdruckszentrum durch den Kanal 2034 aktiviert, und zwar ausgerechnet eben durch die Sonne und die Erde. Und hier geht es eben um eine in der Sonne, also in der 20, um eine höhere Betrachtungsweise von dem, was jetzt gerade ist. Und zwar ist es sogar schon in der 6. Linie, wie wir hier sehen. Und die 6. Linie ist ja die höchste, also die letzte Wandlungsphase. Und daher geht es wirklich schon um die Vorbildfunktion immer. Das heißt, es geht nicht um eine Betrachtung im Außen, sondern es geht hier wirklich um schon eine Betrachtung im Innen. Also den Blick nach innen zu wenden, um das geht es hier und heute. Und was quasi will hier ausgedrückt werden, das sehen wir jetzt in der 34. Die 34 ist ja das Hexagramm der großen Macht, also des himmlischen Einklangs. Und diese große Macht darf sich jetzt eben hier ausdrücken im Ausdruckszentrum. Und da ist eben ganz, ganz wichtig, dass wirklich, was will sich hier ausdrücken, es ist ja eigentlich der Kanal des Machers, dieser 2034. Aber in der 6. Linie geht es eben nicht mehr um irdische, stoffliche Belange, sondern hier geht es wirklich um feinstoffliche, eben geistige Belange. Und hier könnte man in dieser Ebene schon fast auch den Kanal der Erleuchtung nennen, denn es geht eben darum, so quasi nach innen zu schauen und diese innere Macht, die ich dann da hier erkenne, dann eben zum Ausdruck zu bringen aus eben einer Metaebene. Also im Endeffekt könnte man es eben zum Beispiel auch als den Zustand des All-Eins-Sein betrachten. Ja? Und wie komme ich in diesen Zustand? Also was hilft mir da? Da spielt nämlich dieser Mond jetzt eine riesig große Rolle. Was ich eben ganz dringend brauche, um das wirklich erreichen zu können, ist diese Selbstdisziplin, also die 9. Da geht es in dem Fall um die Selbstdisziplin. Und der Mond steht ja im Human Design auch darauf, worauf ich meinen Fokus richte. Und darum geht es eben, dass ich im Endeffekt in dieser Hingabe des All-Eins-Sein selbst diszipliniert bin, also sehr bewusst bin. Und ich finde das auch sehr spannend, weil dieser ein Supermond ist ja ein Vollmond, ja. Und wenn man das jetzt energetisch betrachtet, ist ein Vollmond ja auch etwas, was das höchste Licht wieder ist. Also es leuchtet ganz hell. Also wenn man das jetzt betrachtet, diesen Supermond auf der einen Seite aus energetischer Sicht und auf der anderen Seite diese Mondfinsternis, dann ist das wie der Yin-Aspekt und der Yang-Aspekt. Ne? Supermond ist ja ein Vollmond, das heißt, er leuchtet, ist ganz hell. Und die Mondfinsternis symbolisiert natürlich genau das Gegenteil, diese Finsternis. Und dort, wo Yin und Yang eben zusammenkommen, also die Vereinigung von Yin und Yang ist dann das Dao. Ne?
Also hier geht es dann wirklich auch um die Verbundenheit mit allem, was ist, das All-Eins-Sein. Und wie könnte es schöner sein, dass es an diesem Tag dann auch um die Geburt des Buddha geht? Also dass wir diese feiern an genau diesem Tag, wo eben so eine Konstellation auch ist, wo es ja auch genau um dieses Prinzip geht. Und ich weiß nicht, wie es euch in den letzten Tagen gegangen ist. Ich habe das in meiner Umgebung und auch, muss ich sagen, bei mir selber beobachtet, eine hohe Emotionalität. Das ist ja auch das, wofür der Mond steht. Der hat ja auch ganz viel mit unseren Emotionen zu tun. Und die waren recht aufgewühlt in letzter Zeit. Und also so quasi, weil sich das natürlich schon anbahnt, so ein energetischer Prozess, also das ist ja nicht mit einer Sekunde, dass das um 13:13 Uhr eben genauso ist, sondern eben wie man am Himmel ja auch den Mond schon sich zunehmend sieht, so fahrt eine Schwingung immer mehr und mehr ein. Also das ist ja eine Welle, das ist ja kein Moment. Ja? Und so haben sich eben diese Emotionen schon aufgebaut und ganz viele Leute waren auch gestern schon ganz emotional und ganz durch den Wind und sagen, es ist eine ganz heftige Zeit. Und gerade in Bezug auch auf dieses Ereignis, und es ist ja nicht das einzige Ereignis, das jetzt gerade so stattfindet, aber wenn man jetzt mal das so ein bisschen betrachtet, dann ist das ja extrem aufwühlend und holt eben so ganz tiefe Themen, ja, die schon fast vergessen sind, so wieder hoch. Ja. So aus der Kindheit, so alte Wunden, alte Geschichten können da angetriggert werden durch so starke Energien. Und wenn die jetzt so hochgespült werden, dann ist es eben so wichtig, den Fokus eben nicht in die Emotion reinkippen, sondern eben auf diese Ebene, auf diese höhere Betrachtung der Sonne, ja, auf diese Metaebene zu gehen. Also es geht darum, den Gefühlen Raum zu geben, ja, also sie auch nicht wegzudrücken, sondern ja, wenn ich heute weinerlich bin, wenn ich heute irgendwie mich nicht wohlfühle, dann darf ich mich auch gerne zurückziehen und darf eben in mich gehen, darf irgendwie mich auch mit diesen Dingen auseinandersetzen, sie verarbeiten. Aber es geht eben ihnen Raum zu geben, aber die Gefahr zu erkennen, ihnen nicht Recht zu geben. Weil das ist genau das, also was ich glaube, ganz viele von uns gestern auch so schon diese Verführung gespürt haben. Eine Freundin hat mir zum Beispiel erzählt, ja, und sie war irgendwie gestern ganz weinerlich und depressiv und zunächst hat sie gar nicht gewusst, warum. Und dann plötzlich kam irgendwie so ein Thema mit ihrem Freund auf und plötzlich hat sie einen Schuldigen quasi auf die Art gefunden und hat sich gedacht, ma, und ist eigentlich die Beziehung noch was für mich und tut mir das überhaupt gut und ist er der Richtige? Und plötzlich hat sich das in ihrer emotionalen Lage extrem dieses Thema aufgebauscht. Ja? Und sie war aber dann eben so bewusst, dass sie in diese Metaebene gegangen ist und dann beobachtet hat, dass eigentlich sie nur ihr Thema nach außen eben projiziert hat und hat das auf diese Art dann auch erkannt und fallen gelassen. Ja? Und erkannt, dass ihr Freund eigentlich damit, also dass der gar nichts in dem Moment angestellt hatte, sondern dass das nur ihre Projektionen waren. Ja? Und auf das ist es eben so wichtig zu achten, denn dieser Supermond ist eben diese Energie, eine Riesenchance für uns zur Transformation, aber eben nur dann, wenn wir wirklich auch mit diesem Supermond diesen Fokus auf dieser Selbstdisziplin haben. Ja? Und dann kann eben das, was uns erdet, auch, nämlich diese 34, also es steht ja in der Erde, die können wir dann manifestieren, ja? Diese Macht. Aber nicht eben eine negative Macht, sondern eine Macht, die eben im himmlischen Einklang steht. Ja? Und die kann dann genau an diesem Tag eben ihren Ausdruck besonders gut finden. Und ja, das ist doch eine wunderschöne Harmonie jetzt mit dem Fest zur Geburt des Buddha. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, euch inspiriert zu haben und vielleicht euren Blickwinkel erweitert zu haben.
Und ich freue mich über euer Like und wenn ihr mehr dazu erfahren möchtet, abonniert gerne den Kanal, wo ich gern jetzt regelmäßig dazu was online stelle. Alles Liebe und eine schöne Zeit.